Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Wir befinden uns jetzt in der Qualenzucht Backstage im Aquariumhaus des Tiergarten Schönbrunn und beginnend haben wir hier Chrysoura Plocamia. Die sind jetzt in etwa 14 Monate alt und haben so einen Durchmesser von 45 cm. Die haben wir jetzt aber nur herunten, weil wir den Schaukreisel reinigen. Und wenn der Schaukreisel wieder gesäubert worden ist, dann kommen die wieder in den Schaubereich. Im Vergleich haben wir hier dieselbe Art, die aber jetzt nur 2 Monate alt ist. Also man sieht schon relativ dieses enorme Größenwachstum. Und beide Arten waren am Anfang ihrer Existenz ca. 2 mm. Und da sieht man besonders schön, dass es von der Art zwei Farbenarten gibt, eben diese weiße und diese orange-rote. Chrysoura chesapeake. Die ist erst vor kurzem neu beschrieben worden. Man hat geglaubt, dass das eine andere Art ist. Hat so das Verbreitungsgebiet Chesapeake Bay, das ist so das größte Flussdelta im Osten der USA und die kommt im Brackwasser vor. Das heißt, die schwimmt nicht in reinen Meerwasser, sondern in so im Überschneidungsgebiet Süßwasser, Meerwasser, also im Delta. Crocodylema verrilli. Deutscher Name, muss ich dazu sagen, ist oft sehr unbekannt oder sehr umstritten, darum bleiben wir bei den lateinischen Namen. Vom Verbreitungsgebiet dasselbe wie die vorher genannte Art, nur die geht weiter bis zum Golf von Mexiko. Sind meines Wissens noch wir momentan die einzigen, die diese Art züchten in Europa. Dann haben wir hier sogenannte Mangrovenquallen. Die sind jetzt 4 Monate alt. Das Besondere ist bei Mangrovenquallen ist, weil es die einzige echte Qualle oder Fuzoa-Qualle, die gehören zu der Ordnung des Fuzoa, die sich darauf spezialisiert hat, am Boden zu leben. Fast alle, also der Großteil der Quallen sind pelagisch, das heißt freischwimmend im Wasser. Und darum braucht man auch einen Kreisel, um sie permanent in Schwebe zu halten. Die haben sich aber spezialisiert, die leben am Boden, hat den Grund, weil sie im Gewebe Zooxanthellen haben, also wie Korallen, das sind einzellige Algen, die über Photosynthese dann im Endeffekt dann Nährstoffe der Qualle zuführen. Und die Qualle kann sich quasi über diese Zooxanthellen zusätzlich ernähren. Und wenn sie jetzt normal schwimmen würde, diese Qualle, dann würde sie, weil diese Zooxanthellen brauchen Licht für die Photosynthese, und wenn sie jetzt normal schwimmen würde, dann würde die Oberseite quasi, also der Schirm der Qualle, die Zooxanthellen in Schatten legen. Und dann hätte es keinen Sinn. Darum hat sich die Qualle gedacht, ich drehe mich um und halte meine Zooxanthellen direkt ins Licht und ich kriege dafür auch Nahrung. Wir haben hier kleine Kamtschatka-Quallen, die kommen vor, wie schon der Name sagt, in der Kamtschatka-Region im Osten von Russland bis rüber nach Alaska. Das Besondere ist zum Beispiel, die halten wir jetzt bei 12 bis 14 Grad, also die braucht es relativ kalt und ist ein ausgesprochener Quallenfresser. Dann kommen wir schon zum nächsten. Wir haben hier unsere Ohrenquallen. Die schauen zwar nicht besonders gut aus momentan da herunten, hat aber den Grund, weil bei uns Ohrenquallen eigentlich nur den einen Zweck haben, und zwar als Futterqualle. Darum haben wir das Augenmerk nicht so an die optische Schönheit der Tiere, sondern die dienen rein als Futterzweck für die vorher genannte Kamtschatka-Qualle oder den großen Kompassquallen, die man sonst einfach nicht aufziehen kann und ernähren. Das Wichtigste in der Quallenzucht ist eigentlich, dass man die Polypen hat. Weil ohne Polyp kann ich keine Medusen erzeugen und großziehen. Und wir haben jetzt momentan im Tiergarten Schönbrunn also um die 80 Arten. Und das ist somit, glaube ich, europaweit so die größte Polypenbank in einem Aquariumhaus.
ist zum Beispiel Chrysoora hysoscella. Die Verbreitung Mittelmeer, Nordsee und Atlantik, also rund um Europa. Und man sieht da schön jetzt, also die Polypen. Da haben sie schon Führerlarven abgeschnürt. Und die wird einmal so um die 30-40 cm, wenn es weiter wächst. Im Prinzip habe ich immer die Polypen, die ausschauen wie normale, wie so kleine Mini-Anemonen. Und durch Veränderung der Umweltfaktoren, das kann sein Temperatur, Licht, Wassertemperatur, Futtermenge, fängt er zum Strobulieren an. Das heißt, er fängt sich genetisch zum Ummodeln an. Und da sieht man es noch besser, bildet er quasi Führerlarven. Die stimmt sich dann ab. Und wenn die Führerlarven dann weiter wachsen, entsteht die Scyphometose. Und die Scyphometose, da gibt es wieder Männchen und Weibchen, Eier, Spermien, befruchtetes Ei. Und aus dem befruchteten Ei entsteht die Planula-Larve, die sich wiederum auf ein Hartsubstrat absetzt. Und aus der Planula-Larve entsteht der Scyphopolyp wieder, also der Polyp. Und das ist quasi dieser Kreislauf. Da habe ich die geschlechtliche Vermehrung und da einfach die vegetative Vermehrung, also Klonbildung durch Längs- und Querteilung, aber auch durch Knospenbildung, also da gibt es 100.000 verschiedene Varianten. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.